Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um das Thema automatische Vergabe von Labels durch das Anlegen sogenannter Labelregeln. Wie Sie diese Labelregeln richtig anlegen, um damit erfolgreich zu arbeiten, zeige ich Ihnen jetzt. Viel Spaß! Zunächst einmal die Frage, was sind Labels? Was machen sie und wie setze ich sie sinnvoll für meine Arbeit ein? Nun, Labels sind ähnlich wie Schlagworte oder Tags eine Art Etikett, welches man an eine Meldung heften kann. Das hat den Effekt, dass man zum Beispiel im Nachhinein gezielt nach Meldungen mit diesen Labels suchen kann. Das kann beim Sichten und Sortieren der Meldungen oder beim Erstellen von Reportings helfen. Zusätzlich können Sie mit Hilfe von Labels aber auch Analysen über Ihre Meldungen laufen lassen, um Ihre Medienresonanz noch detaillierter auswerten zu können. Die Arbeit mit Labels macht jedoch nur wirklich dann Sinn, wenn auch Labels angelegt und diese auch Meldungen zugeordnet wurden. Um diese anzulegen und zuzuweisen, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Erstens die manuell angelegten Labels und zweitens die automatisch zugewiesenen Labels. Bei den manuellen Labels muss immer der Benutzer, also Sie, eine Aktion auf jeder Meldung durchführen. Bei den automatischen Labels erzeugen Sie im Vorfeld sogenannte Regeln. Mit diesen Regeln können Sie als Benutzer festlegen, welche Meldungen Sie gerne mit welchem Label versehen möchten. Die Maschine arbeitet dann vollautomatisch für Sie im Hintergrund. Jetzt wollen wir uns die besagten Labelregeln mal im Detail ansehen. Labelregeln sind immer an einen Auftrag gekoppelt. Um die Regeln einzurichten, müssen wir also im Media-Account in die Auftragsübersicht wechseln. Bei den Aufträgen finden wir nun unterhalb der einzelnen Suchbegriffe jeweils einen Textlink, der Regeln für Labels verwalten lautet. Mit einem Klick darauf öffnen wir am Rand des Browsers ein neues Fenster. Am Anfang, wenn wir noch keine Labelregeln eingerichtet haben, sehen wir eine leere Oberfläche. Um nun eine Labelregel anzulegen, klicken wir auf den Knopf Regel erstellen unten rechts. Auf der nun erschienenen Seite gibt es einige Einstellmöglichkeiten, um eine neue Regel anzulegen. Am Anfang einer Regel gilt es immer, einen Namen festzulegen. Dieser Name ist wichtig, da er später als Label auf den Meldungen erscheinen wird. Hier geben wir zum Beispiel Mauer ein, da wir uns für Meldungen zum Berliner Mauermuseum interessieren. Im nächsten Feld können wir optional einen Text eintragen oder das Feld auch einfach leer lassen. Dies dient dazu, eine Beschreibung des Labels zu hinterlegen, damit Sie oder andere Personen aus Ihrem Team einen besseren Überblick haben. Der Text selber wird nirgendwo angezeigt. Der nächste Schritt wäre dann die Festlegung der Kategorie. Bei der Kategorie geht es darum, einen Oberbegriff für den Namen des Labels zu definieren, damit Sie stets den Überblick über die Regeln behalten. In unserem Fall wählen wir die Kategorie Ort. Sie können natürlich auch eine eigene neue Kategorie definieren. Dazu müssen Sie nur auf Neue Kategorie hinzufügen klicken. In dem nun geöffneten Fenster können Sie nach Belieben eine neue Kategorie definieren und zum Sortieren Ihre Labelregeln verwenden. Aber das werden wir hier im weiteren Verlauf nicht benötigen, deswegen schließe ich das Fenster wieder. Kommen wir nun dazu, wie die Labels automatisch an eine Meldung angehangen werden. Dazu stehen Ihnen 4 Felder zur Verfügung. Mit diesen 4 Feldern können Sie bestimmte Suchwörter hinterlegen, die dann in den Meldungen gesucht werden. Das erste Feld, was wir sehen, heißt eines dieser Wörter enthalten. Dieses Feld dient dazu, relativ grob ein bestimmtes Wort in einer Meldung zu finden. Hier könnten wir zum Beispiel Mauer eingeben und würden Meldungen finden, wo das Wort Mauer zu finden ist. In unserem Fall würde die Regel aber dann auch Meldungen zur chinesischen Mauer oder Auto fährt in Mauer als Treffer auswählen. Das wollen wir natürlich nicht. Im zweiten Feld werden Meldungen gesucht, die genau dieses Wort enthalten. Hier können Sie exakt definieren, wie die gesuchten Wörter geschrieben sein müssen. Wenn wir hier Mauer eintragen, muss in den Treffern das Wort exakt wie geschrieben gefunden werden. Auch hier kommen dann natürlich immer noch Treffer zur chinesischen Mauer oder Auto fährt in Mauer. Wenn man nun im dritten Feld Mauermuseum eingibt, müssen für einen Treffer beide Worte gefunden werden. Das bedeutet, erst wenn Mauer, Leerzeichen, Museum im Text direkt hintereinander in den Meldungen gefunden wird, erst dann erhält die Meldung das Label Mauermuseum. Kommen wir nun zum vierten Feld. Möchten Sie bestimmte Wörter ausschließen, können Sie dies im vierten Feld tun. Hier können wir zum Beispiel die chinesische Mauer ausschließen. Dann wird nur ein Label für die Meldung vergeben, wenn der Begriff chinesische dort
nicht in der Meldung vorkommt. Die beschriebenen Anwendungsfälle klingen nicht nur recht konstruiert, sie sind es auch. Mir ging es darum, die Einschränkungen und Möglichkeiten der Regeln aufzuzeigen. In den meisten Fällen reicht es im ersten Feld, die gesuchten Begriffe hintereinander einzutragen. Nutzen Sie aber die anderen Felder gern, um fein zu tunen oder einmal zu experimentieren. Haben Sie nun eines oder mehrere Felder in der Labelregel ausgefüllt, so können Sie nun die Labelregel anlegen. Dazu klicken Sie auf den Button Label anlegen. Im Anschluss kommen Sie zurück zur Übersicht aller Labelregeln. Nun ist hier Ihre neu angelegte Labelregel sichtbar und wird auf neue Meldungen angewendet. Wenn also neue Meldungen im Media Account erscheinen, wird überprüft, ob eine oder mehrere Ihrer Labelregeln zutreffen. Wenn ja, erhält die Meldung das entsprechende Label. Jetzt werden Sie aber zu Recht feststellen, dass diese neue Labelregel nur für zukünftige Meldungen angewendet wird. Aber keine Sorge, Sie können die Labelregeln auch rückwirkend auf ältere Meldungen anwenden. Dazu gibt es auf der Labelübersicht einen weiteren Knopf. Dieser befindet sich links unten im aktiven Fenster. Er heißt Meldung rückwirkend verlabeln. Nach dem Klick erscheint ein neues Fenster, welches Sie fragt, ob Sie das rückwirkende Verlabeln starten wollen. Drücken Sie den Knopf Jetzt starten. Nun können Sie sich erst einmal entspannt zurücklehnen. Sie werden am Anfang, wenn der Prozess startet, kurz ein Bitte warten sehen. In dem Moment wird die Anzahl der Meldungen, die im System vorliegen, abgefragt. Im Anschluss startet das System dann die Analyse der Meldung und beginnt mit dem Verlabeln. Ein Countdown zeigt die Anzahl der noch verbleibenden Meldungen. Je nach Menge der Meldungen kann dieser Prozess einige Minuten dauern. Er läuft selbstständig im Hintergrund weiter. Sie können also jederzeit in der Zwischenzeit in andere Bereiche des Media Accounts wechseln, ohne das Verlabeln zu unterbrechen. An dieser Stelle noch ein kurzer Tipp: Wenn Sie das rückwirkende Verlabeln gestartet haben und im Laufe des Prozesses feststellen, dass Ihnen beim Anlegen einer Regel ein Fehler unterlaufen ist, ist dies gar kein Problem. Klicken Sie einfach auf Abbrechen und ändern Sie dann die Labelregel nach Ihren Wünschen. Im Anschluss starten Sie das rückwirkende Verlabeln einfach noch einmal von vorne und die Maschine legt wieder los. Nach einer Weile wird sich das Fenster mit der rückwirkenden Vergabe von Labels automatisch schließen. Das ist für Sie das Zeichen, dass Ihnen nun die Labels in Ihren Meldungen zur Verfügung stehen. Es kann manchmal vorkommen, dass die rückwirkende Vergabe der Labels schon abgeschlossen wurde, Sie aber zu einer alten Meldung noch keine Labels sehen. Dann hat der Media Account noch keine Aktualisierung der Meldung durchgeführt. In diesem Fall holen Sie sich einen Kaffee und warten bitte ein paar Minuten, dann werden Ihnen in der Regel die Labels im Media Account zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit den Labelregeln. Für Fragen und Anmerkungen stehen wir natürlich wie immer gerne zur Verfügung.